My name is Aziza Kadiri and I'm a multidisciplinary artist based in London but originally from Uzbekistan. I work a lot with experimental textiles and costume because of my background in theatre. I also work a lot with immersive practices. I kind of look at this interaction between cultural heritage and technology as well. Das Zeppelin-Archiv gehört zu einem der ältesten Unternehmensarchive. Aziza ist für eine ganze Woche bei uns. Ich glaube, wir haben sie angeteasert mit einer Auswahl an Fotografien aus unserer Fotosammlung, die diese Zeit der Zeppeline im Prinzip von den Anfängen bis zum Ende dokumentiert hat. Anlässlich des ersten Aufstiegs eines Zeppelins vor rund 125 Jahren untersucht unsere Ausstellung Bild und Macht, wie der Zeppelin in der Fotografie als ein Mittel zur nationalen Selbstrepräsentation und zur Machteinflussnahme eingesetzt worden ist. Uns interessiert auch eine Gegenwartsperspektive. Wir haben für diese Ausstellung deshalb zeitgenössische Künstlerinnen eingeladen, im Dialog mit unserem fotografischen Archiv ortsspezifische und kontextspezifische Arbeiten zu entwickeln. This visit is really important for me to expand my knowledge about the Zeppelin itself and everything surrounding it. The way I see photography is the person who took that picture is inviting you to answer somehow. It could be any kind of response. The installation is going to be this kind of exploration of the idea of a Zeppelin and the image of the Zeppelin from the perspective of an outsider. Also eine Person eines nicht-westlichen Kontexts, die auf diese Geschichte nicht als eine Geschichte der technologischen Errungenschaft schaut oder den Zeppelin als ein Nationalsymbol versteht, sondern die es eigentlich vielmehr als ein seltsames, ein rätselhaftes, ein mythisches Wesen ansieht. I want to create this fable, let's say, about the Zeppelin that is told by a woman from Central Asia and also kind of emphasize the women's perspective because it's something that hasn't been explored that much. There's this letter that I found from a woman who lived next to the place where Hindenburg should have landed, and it's very emotional because you kind of live it through her eyes. She writes, "We have so much to be thankful for. If you had seen it, you wouldn't understand how anyone got out. Seeing a disaster like that, one can't get it out of his mind." Sie nimmt nämlich Bilder unseres Archivs und konfiguriert die mittels KI-Technologie und verbindet sie im Grunde mit einer zentralasiatischen Bildsprache. Und so entsteht eigentlich eine neue Form von Storytelling. Today I was looking at the archives with Barbara and we were looking at these beautiful photographs of women collectively working on different parts of the Zeppelin, and it looks almost like those images that I've seen from my own culture of women sitting in a circle and embroidering. And there are these connections that I'm looking at. Das Archiv fängt eben immer an zu leben, wenn man Fragen an es stellt. Wir beschäftigen uns ja schon sehr lange mit der Zeppelin-Geschichte und können viel über die Hintergründe auch erzählen. Und ich glaube, das setzt bei ihr wieder den kreativen Prozess in Gang, bringt sie wieder auf ihre Geschichten. Image can sort of influence and manipulate people's impressions or ideas about a certain thing. It's a very important topic. With AI, how do we approach this idea of image and how does that influence our views on the world right now? Wir möchten mit dieser Ausstellung, dass Besucherinnen ihr eigenes Verhalten mit Bildern hinterfragen. In der Kombination von Kunst und Technik, die zwei Kernthemen unseres Hauses, öffnet die Ausstellung einen kritischen Reflexionsraum über die Macht der Bilder, damals wie heute. I cannot see art not being a dialogue. Whenever I create something, I formulate to myself who my audience is and who I want to speak to. I want this to be a very engaging experience, not just informative, but also immersive and welcoming. And if what you get from the installation is also something that touches you emotionally and you can't really quite explain why, I think it's a great outcome.